noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Aber verdammt nochmal, wir sind doch nicht besoffen. Heute nicht, aber vielleicht sind es Nachwirkungen. Darf man fragen, was die Herren so in Erregung versetzt hat? Man darf. Der Planetoid N116A, den wir hier routinemäßig angeflogen haben, zeigt völlig unerwartete Luftzusammensetzungen und Temperaturen. Wenn wir unterstellen, dass die Daten, die man uns über die Planetoiden in dem N-Gürtel mitgegeben hat, stimmen, dann müsste N116A seit Urzeiten so unfruchtbar sein wie... Das verstehe ich. Und weiter? Sehen Sie hier, das ist die Oberfläche. Was wir erwartet hatten. Reiner Fels, öde Steppe. Und schauen Sie sich das hier an. Das ist eindeutig niedere Vegetation, organisches Leben. Wissen Sie, Major, dass der Ausschuss für interplanetare Biokontrolle seit Monaten fast täglich außerordentliche Sitzungen einberuft? Woher soll ich denn das wissen? Ich bin ja schließlich nicht beim Galaktischen Sicherheitsdienst. Oh, man hat aus diesen Sitzungen kein Geheimnis gemacht. Wenn Ihnen Ihr ausgedehntes Privatleben ein bisschen mehr Zeit ließe für die Dinge, die wirklich wichtig sind... Also bitte, ja, ich kümmere mich ja auch nicht um Ihr Privatleben. Das ist es vielleicht, was die Dame so erbost. Komm. Aber wenn Sie schon so fabelhaft informiert sind, dann sagen Sie uns vielleicht auch, was mit N116A los ist. Was hält Sie eigentlich davon ab, auf N116A zu landen und sich die Sache mal aus der Nähe anzusehen? Eigentlich nur die Angst vor meinem Sicherheitsoffizier, der gewöhnlich jede eigenmächtige Initiative des Commanders McLean bei mindestens 10 verschiedenen Dienststellen zur Meldung bringt. Von dieser Angst kann ich Sie befreien. Leutnant Jagelowski an Maschine. Landeantrieb einen Magnetkissen fluten. Ist das ein Befehl, Cliff? Und ob das ein Befehl ist? Du komm schon. Tatsächlich. Und warm ist es hier auch noch. Unsere Apparaturen spinnen doch nicht. Oder dachtest du, ich würde dich sonst ohne Druckanzug hier raushetzen? Guck mal, Grünzeug. Ja, fehlt eigentlich nur noch eine Schafherde und die Idylle ist komplett. Wenn du von Schafen sprichst, meinst du doch bestimmt die dazugehörige Schäferin. Oh. Major, bitte nehmen Sie nicht noch Pflanzen.
Jawohl. Pflanzen- und Gesteinsproben. Selbstverständlich. Ich brauche nicht viel Worte zu machen. Hier sehen Sie N116A, wie er seit Urzeiten aussah. Und jetzt die Aufnahme, die Commander McLean uns über Telebildleitung geschickt hat. Und die Transportrakete mit den Pflanzenproben? Die ist bereits unterwegs zum Institut. Schon vor der Auswertung des Materials glaube ich mit Bestimmtheit sagen zu können, dass hier gewisse Zusammenhänge nicht zu leugnen sind. Welche Zusammenhänge? Sehen Sie, General, wir machen seit Monaten merkwürdige Beobachtungen, die uns beunruhigen. Eine davon ist vielen aufgefallen. Die unnatürliche Hitze, die seit Monaten andauert und in keinem Verhältnis zur Jahreszeit steht. Das kann man wohl sagen. Hätten wir nicht vor 20 Jahren den Unterwasserwohnungsbau eingeführt, das wäre nicht zu ertragen. Wissen Sie, dass die nördlichen und südlichen Eismeere groteske Temperaturen messen? Die Pole schmelzen. Die Gletscher der Gebirge geben gigantische Mengen von Schmelzwasser ab, sodass wir täglich mit Überschwemmungskatastrophen rechnen müssen. Ach zum Teufel, das muss doch eine Ursache haben. General, es hat eine Ursache, die wir leider nicht beseitigen können. Der Energiehaushalt der Sonne ist gestört, und zwar empfindlich gestört. Können Sie das präzisieren? Im Sonneninnern wird Helium aus Wasserstoff aufgebaut. Pro Sekunde werden dadurch 4,3 Millionen Tonnen Sonnenmasse abgestrahlt. Na und? Der Massenverlust der Sonne ist zu groß. Sie gibt bereits 9,8 Millionen Tonnen ab. Das ist ja mehr als das Doppelte. Unnatürliche Protuberanzen. Eruptionen in die Chromosphäre, die normal zwischen 10 und 45 Minuten dauern, erreichen jetzt das Dreifache. Etwa 120 Minuten. Und was bedeutet das praktisch? Für uns, meine ich. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, werden wir, wie ich schon andeutete, zunächst ungeheure Flutkatastrophen haben und dann in der zweiten Phase wird die Erde langsam aber sicher verstecken. Und wo sehen Sie den Zusammenhang mit McLeans Beobachtungen auf N116A? Die unnatürliche Intensivierung der Sonnenstrahlung, die für uns auf die Dauer tödlich sein wird, kann andere, weiter entfernte Planeten in Paradiese verwandeln. Den Anfang davon sehen Sie auf N116A. Das ist auch der Punkt, an dem der Sicherheitsdienst aufmerksam wurde. Man muss sich doch wirklich fragen, ist das alles eine Laune der Natur oder steckt hier jemand dahinter, der vielleicht auf N116A erdähnliche Verhältnisse haben will? Sie meinen, die Sonne wird künstlich angeheizt, damit Wir dürfen diese Möglichkeit nicht ausschließen. Aber ist denn das technisch überhaupt möglich? Uns nicht. Das ist ja das Unheimliche. Also Exoterroristen. Die Frogs. Die Frogs? Die sitzen nach unseren Unterlagen, oder sagen wir besser nach unseren Vermutungen, irgendwo in den Sternnebeln der Jagdhunde. Da ist unsere Sonne reichlich uninteressant. Das bedeutet, es gibt Exoterroristen, von denen wir bisher nichts wussten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eins steht jedenfalls fest, wenn wir nicht schnell dahinter kommen, wir hier dran drehen. Und wenn niemand dran dreht? Wenn es einfach eine kosmische Erscheinung ist? Dann kann die Menschheit allmählich anfangen, sich einen neuen Planeten zu suchen. Und einmal, als ich mit Cliff in den Euphraseen baden war, Sie da sind haben wohl wir... häufig mit Major McLean zusammen. Privat, meine ich. Oh ja, wir haben viel gemeinsam. An Hobbys, meine ich. Musik, Lesefilme, fast alle Arten von Sport und... Der Major ist ein vielseitig interessierter Mann. Wenn er nur besser tanzen könnte. Haben Sie schon mal mit Cliff getanzt? Nein, aber nach dem, was ich höre, habe ich wohl auch nicht allzu viel versäumt. Wissen Sie, das ist so, als ob... ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, als ob er sich beim Tanzen gar nicht richtig fallen lässt. Verstehen Sie, was ich meine? Nein, aber ich bin sicher, Sie werden es mir gleich erklären. Schauen Sie, Cliff ist ein Mensch, der... Cliff ist ein Mensch, der seit einer halben Stunde vergeblich versucht einzuschlafen. Stellt endlich euren Bordsprechverstärker ab. Euer Kaffeeklatsch hallt durchs ganze Schiff. Der Junge hört doch immer, was er nicht hören soll. Sind Sie sicher, dass er es nicht hören sollte? Leitfunksatellit EAS-4 ruft Orion 8. Bitte melden. Wollen die denn von uns? Hier Orion 8, Bordwache, Leutnant Helga Legrell. Von Traff ergeht folgender Lichtspruch an Sie. Ihre Beobachtungen auf N116A sind von größter Bedeutung. Unbedingte Geheimhaltung. Neuer Einsatzbefehl. Steuern Sie die restlichen Planetoiden dieses Gürtels an. Kontrollieren Sie, ob dort ähnliche Veränderungen zu verzeichnen sind. Gezeichnet Traff General Wamsler. EAS-4 an Orion 8. Haben Sie verstanden? Orion 8 hat verstanden. Ende. Das haben wir mal wieder schön erwischt. Die ganze N-Gruppe abklappern. Das bedeutet meiner Schätzung nach 30 Zusatztage Raumdienst. Und 30 Tage, an denen Sie Major McLean nicht beibringen können, wie man sich beim Tanzen fallen lässt. Sag mal, wie komme ich mir eigentlich vor, Cliff? Es wäre mir entsetzlich, wenn ich deine Gedanken lesen könnte. Mal im Ernst, Cliff, findest du es nicht reichlich kindisch, was wir hier machen? Dafür werden wir bezahlt, mein Junge.
Und auf jedem Planetoiden die gleiche sensationelle Entdeckung. Erst Moos und dann Gras und zur Abwechslung vielleicht wieder einmal Moos. Das alles bei dem Wetter. Ah. Sei doch froh, dass wir überhaupt ein Wetter haben. Sonst müssten wir nämlich hier in Druckanzügen spazieren. Hörst du mich? Klar, Hasso, wo seid ihr? Wir sind die Felsrinne ein Stück weiter hochgestiegen, da wo die Seen zu Ende sind. Man hat von hier eine gute Aussicht. Na und? Wir haben was Komisches entdeckt, Cliff. Da unten steht eine Art Landset. Aber keines von unseren Fabrikaten, so viel ist sicher. Besetzt? Das kann man von hier oben nicht sehen. Bleibt, wo ihr seid, wir kommen. Ja, Atan hat sich schon angeschlichen. Ich wollte ihn zurückhalten, aber du weißt ja, wie er ist. Dieser Idiot. Also offenbar leider doch nicht nur Grünzeug. Hallo, Kinder. Fast hättet ihr mich erschreckt. Herr Ristrich, Was sonst? was suchen Sie hier? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich wollte sehen, ob hier Maiglöckchen wachsen. Woher kommen Sie? Sind Sie allein? Wo ist Ihr Raumschiff? Welche Frage darf ich zuerst beantworten? Sie kommen mit. Steigen Sie ein. Wohin? Ich denke gar nicht daran, da einzusteigen. Soll ich Sie zwingen? Sie können mich zu gar nicht zwingen, solange Sie mir nicht sagen, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Wenn hier jemand Fragen stellt, dann bin ich das. Also bitte. Ja, eine Bitte hätte ich auch noch. Dürfte ich Ihre Waffe mal aus der Nähe sehen? Das Modell ist mir völlig unbekannt. Aber es schießt. Darauf können Sie sich verlassen. Unsere Lassen Modelle... Sie Ihre Waffe gefällig stecken. Cliff, Sie bedrohen ihn mit der Waffe. Wo bleibt ihr denn? Wir kommen also. Beeilt euch. Wenn Sie noch einen Moment warten könnten, würde ich Sie gerne mit ihm bekannt machen. Ist der Major allein? Nein, sein Armierungsoffizier und sein Ingenieur sind bei ihm. Das heißt also 2 gegen 4. Commander McLean ist ein sehr freundlicher Mensch. Er würde sich sicher gerne mit Ihnen unterhalten. Steigen Sie ein. Aber... Sie sollen einsteigen, habe ich gesagt. Commander... Ich bin kein Commander. Los jetzt! Das werden Sie bereuen. Wenn Sie jetzt bei uns sind, werde ich dafür sorgen, dass Sie in ein Sanatorium kommen. Dann können Sie sich von Ihren Schmerzen erholen. Einsteigen. Zu spät, Cliff. Sie haben ihn schon drin. Soll ich die Landsat abschießen? Na, und Atan? Du musst sie so treffen, dass sie manövrierunfähig ist. Los. Heben Sie es doch auf. Legen Sie die Waffe weg. Kommen Sie raus. Mario, kümmere dich um Atan. Ja. Wohin wollten Sie ihn denn mitnehmen? Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Wir sind Wissenschaftler. Forscher. Forscher. So. Forscher sind wir mehr oder weniger alle. Ich hätte nur gerne gewusst, für wen Sie hier forschen und wonach. Ach so, Sie sprechen nicht mit jedem. Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Commander McLean von der Orion 8. Strafversetzt von den schnellen Raumverbänden zur Raumpatrouille. Jetzt hören Sie mal ganz genau zu. Entweder Sie erzählen mir jetzt sofort, welche idiotische Dienststelle Sie nach N108 geschickt hat, oder Sie haben die Freude, uns auf unserem weiteren Flug zu begleiten. Cliff? Moment mal. Was ist? Du, solch ein Modell habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Du meinst... Ja, wenn die beiden von der Erde sind, dann bin ich der Kaiser von China. Aber Sie reden doch wie wir. Tut mir leid. Solch ein Apparat gibt's auf der ganzen Welt nicht. Nicht mal das Material ist bei uns bekannt. Wie geht's ihm? Er verlangt nach einem Whisky. Und der andere?
Der dürfte bis auf weiteres schlafen. Unser Kleiner muss fürchterlich zugeschlagen haben. Pass auf ihn auf. Ja, ist gut. Ja, wie geht's dir, du alter Mann? Sie wollen uns also nicht verraten, wo Sie hergekommen sind. Dann darf ich Sie bitten, mit uns einen kleinen Ausflug zur Erde zu machen. Dort haben wir die Möglichkeit, auf relativ schmerzlose Weise alles in Erfahrung zu bringen, was Sie bis jetzt noch so krampfhaft für sich behalten wollen. Also bitte. Die Landsit nehmen wir selbstverständlich auch mit. In Ordnung. Und die Auswertung dieser Gehirnwelttests ist einwandfrei. Ich meine, es ist ausgeschlossen, dass hier eine gigantische Hochstapelei im Gang ist. Leider nicht. Die beiden standen unter dem Einfluss einer Art Telegedankenblockierung. Nachdem es uns gelungen war, die zu durchbrechen, war alles ziemlich klar. Ziemlich klar ist gut. Da stellt sich also heraus, dass es auf Chroma eine menschliche, wie soll ich sagen, Rasse, Nation gibt, die außerhalb jeder irdischen Kontrolle steht. Und das nennen Sie klar? Ich frage das Amt für interplanetare Biokontrolle. Wie ist das möglich? Diese Frage gebe ich zurück an den militärischen Oberbefehlshaber. Nach den vorliegenden Unterlagen handelt es sich einwandfrei um die Bevölkerung der ehemaligen Neptunkolonie, die sich im Ersten Galaktischen Krieg auf die Seite der Rebellen geschlagen hat. Das ist über 400 Jahre her. Und ich ersuche Sie, in den elektronischen Datenspeichern über die Geschichte des Ersten Galaktischen Krieges nachzulesen, dass seinerzeit die Bevölkerung der revoltierenden Sternkolonien nach Beendigung der Kampfhandlungen restlos zur Erde zurückgesiedelt wurde. Offenbar nicht restlos. Es steht außer Zweifel, dass auf Chroma eine Welt, eine kleine menschliche Welt existiert, die sich weiterentwickelt hat. Mit eigenen Gesetzen, eigener Technik, eigener Wissenschaft und so weiter. Unglaublich. Also eine Art neuer Erdteil, außerhalb der Erde. So kann man es formulieren. Geben diese Verhöre darüber Auskunft, weshalb Chroma sich uns gegenüber bisher totgestellt hat? Schließlich sind es ja Menschen wie wir. Das war der schwierigste Teil der Untersuchung. Ich kann hier vorläufig nur Hypothesen äußern und die sind nicht sehr schmeichelhaft für uns. Populär ausgedrückt, die Leute dort wollen mit uns nichts zu tun haben. Wieso? Vielleicht haben wir uns in den beiden galaktischen Kriegen nicht so ganz, sagen wir, korrekt benommen. Sie erkennen unsere Autorität nicht an, aber wie gesagt, das sind Vermutungen. Vermutungen? Ich denke, Ihren neuartigen Gehirnstromdetektoren bleibt nichts verborgen. Sie dürfen nicht vergessen, dass die beiden von McLean gefangenen Wissenschaftler relativ unbedeutende Figuren sind. Astrogeologen und Biochemiker mit einem Teilauftrag. Welchem? Sie haben Ja, das ist ja das Interessante. Ihr Auftrag bestand in der Untersuchung der rätselhaften Vorgänge auf der M-Gruppe. Die dort beginnende Vegetation, die auch uns so interessiert. Ja, das liegt nahe. Ja, nur eins macht uns stutzig. Die beiden wussten, was wir nur vermuten können. Das dort beginnende organische Leben ist eine direkte Folge der intensivierten Sonnenstrahlung, die uns so zu schaffen macht. Mit anderen Worten, für Chroma sind diese Vorgänge keine unerklärlichen Phänomene. Sondern Ergebnisse, mit denen sie gerechnet haben. Das würde bedeuten, dass Chroma diese Sonnenprotuberanzen... Nein, das können Sie doch nicht. Die Verhöre laufen noch. Da muss man doch sofort die Regierung verständigen. Die Regierung ist bereits verständigt. Science Center und das Amt für Biokontrolle sind eingeschaltet. Die Regierung erhält laufend alle Informationen, die vom Elektronenzentralgehirn ausgewertet werden. Sobald ein endgültiges Resultat und ein Regierungsbeschluss vorliegen, werden Sie verständigt. Bleiben Sie bitte jederzeit erreichbar. Na bitte. Ich bin erreichbar. Aber noch wichtiger scheint mir, dass Chroma von 7 Außenbasen gleichzeitig erreichbar ist. Wann? Jederzeit. Darf ich dazu bemerken, auf Chroma sitzen offensichtlich Leute, die in der Lage sind, die Sonne künstlich anzuheizen. Wir können das nicht. Sollten diese Leute uns nicht auch in anderer Hinsicht überlegen sein? Und vor ein paar Tagen haben wir noch nicht gewusst, dass es sie gibt. Alles, was ich zusammenfassend über Chroma sagen kann, ist ein kleiner Stern mit erdähnlichen Bedingungen, bevölkert mit Menschen, denen wahrscheinlich ihre bisherige Energiequelle auszugehen droht. Deshalb machen Sie vermutlich diese Versuche. Aber Sie machen diese Versuche auf unsere Kosten. Falls Sie das nicht wissen, sollte man Sie vielleicht davon unterrichten, bevor man Gewaltmaßnahmen ergreift. Sie denken an ein Ultimatum? Dagegen protestiere ich. Mit einem Ultimatum provoziert man Chroma geradezu zu einem Präventivschlag. Vor allen Dingen wissen wir ja noch gar nicht hundertprozentig, ob wirklich die Leute auf Chroma für diese Sonnenprotuberanzen verantwortlich sind. Der Befund des Elektronenzentralgehirns liegt jetzt vor. Chroma ist tatsächlich für die intensivierten Eruptionen auf der Sonne verantwortlich. Sie werden gebeten, an einer außerordentlichen Sitzung teilzunehmen. Das bedeutet Krieg. Geh allein, Mario. Ich bin zu müde zum Tanzen. Aber Cliff, es geht doch nicht ums Tanzen. Nun komm doch und sei kein Spielverderber. Nee, keine Lust. Aber was soll ich denn bitte mit 2 Mädchen, hä?
Ist doch immer dasselbe. Wenn ich mitgehe, sagst du hinterher, die ich mir geschnappt habe, wäre ausgerechnet dein Typ gewesen. CQ131A, bitte schalten Sie auf X. Dringendes Visiogespräch aus dem Science Center. Mach's gut, Mario. Jemand will was von dir. Sag mal, hast du auch noch eine Freundin im Science Center? Maya McLean, entschuldigen Sie die Störung. Ich muss Sie etwas Wichtiges fragen. Ja, wer sind Sie? Ich bin Dr. Stass, Science Center, Abteilung 3a. Eine Frage. Sie sind die Gesteinsproben, die Sie von N116A und N108 mitgebracht haben. Ja? Sind die ganz bestimmt von N108 und N116A? Ja, was denn sonst? Ist eine Verwechslung vielleicht mit anderen Materialien, die Sie an Bord hatten, ausgeschlossen? Sagen Sie, halten Sie mich für einen Trottel? Bestimmt nicht. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Hey, was soll denn das alles? Das Zeug, das Sie mitgebracht haben, enthält solare Materie. Na und? Wir könnten uns neue Energien erschließen, wenn es gelänge, die Planetoiden der N-Gruppe auf das Temperaturniveau der Sonne zu bringen. Das heißt, als Strahlungsquellen aktiv zu machen. Aber Sie sind Offizier und das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Entschuldigen Sie nochmals die Störung. Guten Abend. Guten Abend. Traf 172815. Terrestrische Raumaufklärungsverbände, Vorzimmer General Wamsler. Melden Sie mich dem General, ich muss ihn dringend sprechen. Und schicken Sie mir einen Submarine. Es tut mir leid, der General ist seit Stunden in einer wichtigen Sondersitzung. Weiß ich, Süße, ich muss ihn trotzdem sprechen. Es geht nicht, Major McLean, tut mir leid. Jede Störung ist untersagt. Guten Abend. RQ 152D. Hallo? Sind Sie es da mal... Leutnant Jagelowsk? Ja, Commander McLean? Ich muss Sie dringend sprechen. Warum schalten Sie denn Ihre Sichtscheibe nicht ein? Dreimal dürfen Sie raten. Ah, vermutlich haben Sie Besuch. Oh nein, nur ich habe nichts an. Ich habe mir gerade ein Bad eingelassen. Sie machen vielleicht Witze. Ich kann Sie ja sowieso nur bis zum Hals sehen. Ja schon, aber mein Hals wirkt so außerdienstlich, wenn ich nichts anhabe. Warten Sie einen Moment. Also, wo brennt's? Vorläufig nirgends, aber das wird sich rasch ändern, wenn Sie mir nicht sofort einen Termin bei Ihrem Chef besorgen. Bei Oberst Willer jetzt? Ja, und zwar sofort. Aber der ist in einer Sondersitzung. Das weiß ich, deshalb brauche ich Sie ja. Verlangen Sie durch Alpha Order ein Gespräch mit ihm. Ich bin in einer halben Stunde im GSD-Zentralbüro und muss ihn sprechen. Ja, aber das kann mich teuer zu stehen kommen. Wissen Sie nicht, dass heute Nacht die Entscheidung wegen der Aktion Chroma fallen soll? Genau darum handelt es sich. Also nun machen Sie schon. Naja, also gut, ich werde es versuchen. Danke. Übrigens, hübscher Bademantel. Oh, danke. Besonders wenn Sie vergessen, ihn zuzumachen. Aber dann begreife ich nicht, warum Dr. Schiller dieses Argument nicht in die Debatte geworfen hat. Weil dieser Dr. Stuss oder Stass die Entdeckung offenbar erst vor einer Stunde gemacht hat. Und außerdem, ich kenne doch diese Tüftler. Die Burschen lassen sowas offiziell erst verlauten, wenn die Sache 100-fach überprüft ist. Womit Sie recht haben. Oberst Willer, das kostet Tage, Wochen, ich weiß nicht wie lange. Inzwischen kann doch... Ja, aber nehmen wir einmal als gesichert an, dass die N-Gruppe solare Materie enthält. Dann ist Dr. Stass der Meinung, dass wir uns den gesamten N-Planetoidengürtel als Energiequelle nutzbar machen könnten. Und genau dasselbe könnte doch auch Chroma. Dann brauchen Sie unsere Sonne nicht anzuheizen. Und? Wenn diese Möglichkeit besteht, dann ist eine militärische Aktion gegen Chroma unnötig. Zumindest ist das eine Basis für Verhandlungen. Verhandlungen? Verhandlungen mit wem? Auf Chroma sitzt eine bis gestern anonyme Bande wahnwitziger Techniker, die uns langsam ausdörren will. Übrig gebliebene Rebellen aus dem Ersten Galaktischen Krieg. Sie sind doch keine Partner für politische Verhandlungen. Aber es sind doch Menschen, Oberst Willer. Ja, Menschen, die uns mit ihrer Erfindung an den Rand der Katastrophe gebracht haben. Seien Sie doch ehrlich, Oberst. Haben wir uns in der technischen Entwicklung der letzten 1000 Jahre jemals lange gefragt, was eine unserer Erfindungen eventuell für andere Weltraumbewohner bedeuten könnte? Sie sind ein kleiner Philosoph, McLean. Dieses Hobby ist selten geworden in den letzten 1000 Jahren. Ja, ich weiß. Stattdessen sitzen in der Regierung Elektronengehirne, die über Krieg und Frieden entscheiden. Nein, nicht ganz. Was die Regierung anbetrifft, so ist noch nichts definitiv entschieden. Wir wissen lediglich, dass das Zentralelektronengehirn im Regierungssitz günstige Chancen für einen Präventivschlag gegen Chroma ausgerechnet hat. Na also, das heißt doch feuerfrei für die Generäle. Nein, nein. In der Regierung gibt es nach wie vor Stimmen, die gegen eine Aktion sind. Geben Sie McLean eine Chance. Was würden Sie denn unternehmen? Geben Sie mir einen Geheimauftrag. Start in 2 Stunden, Landung auf Chroma. Kontaktaufnahme mit den dortigen Behörden.
Aber wir wissen ja nicht mal, wer diese Behörden sind. Eben deshalb kann eine solche Kontaktaufnahme nur inoffiziell erfolgen. Es kann kein Regierungsvertreter hin, es kann kein hoher Militär hin, aber ich, der simple Commander McLean, strafversetzte Raumpatrouille, ich kann hin, in geheimer Mission. Und wenn sie zusammengeschmolzen werden, bevor man sie überhaupt landen lässt? Das wird nicht geschehen, wenn Sie mir die 2 Wissenschaftler von Chroma mitgeben. Die werden den Kontakt herstellen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich möchte den Minister sprechen. Tamara. Trommeln Sie die Besatzung zusammen. Jedenfalls alle, die Sie erreichen können. Und dieser Dr. Stass oder Stuss muss her mit sämtlichen Unterlagen über die Gesteinsproben. Na, hoffentlich schaffe ich das. Wieso nicht? Ich habe das Gefühl, wir kriegen Knüppel in den Weg geworfen, sobald die Strategen von den Gesteinsproben Wind bekommen. Na, ich glaube kaum, dass Wille ausgerechnet Kublai Krim oder Wamsler unter die Nase bindet, dass er uns nach Chroma schickt. Ja, McLean. Sie erhalten Ihren Geheimauftrag. Alles Nähere erfahren Sie auf Tiefseebasis 4. Danke, Oberst. Herr McLean, betrachten Sie das Ganze als Unternehmen à fond perdu. Kein Mensch will hinterher etwas davon wissen, wenn die Orion 8 im Raum verschollen ist. Ich verstehe. Und viel Zeit haben Sie nicht. Das weiß ich. Was Sie aber nicht wissen, ist, dass im Himalaya ein Staudamm überschwemmt worden ist. Noch will die Regierung abwarten. Gegen den massiven Druck der Militärs und gegen den Rat des Robotgehirns. Noch. Aber wenn eine weitere Katastrophe passiert, dann erfolgt binnen 48 Stunden der Angriff. Und kein Mensch kümmert sich hinterher darum, wenn Sie da oben mit drauf gehen. Ein paar schon. Ach so, ja, das weibliche Kadettenkorps. Und noch eins, McLean. Es ist Ihnen untersagt, auf Chroma ultimativ zu werden. Jede Drohung könnte die Burschen veranlassen, vor uns auf den Knopf zu drücken. Und wir wissen nicht, was für Knöpfe sie haben. Ich glaube, wir sind soweit. Terrestrischer Raumkreuzer Orion ruft Chroma. Terrestrischer Raumkreuzer Orion ruft Chroma. Wir passieren in 10 Minuten Retuka 1781. Chroma, hören Sie uns. Hol mal einen der beiden Chroma-Männer aus der Kabine. Cliff, ich habe ganz entfernten Resonanzkontakt mit beweglichen Objekten. Bleib dran. Commander, wollen Sie nicht lieber Abschirmfelder fluten? Nein, schon das könnten Sie als feindliche Handlung auslegen. Das kleinste Missverständnis und alles ist aus. Hasso, geh auf mittlere Geschwindigkeit. Wenn Sie uns Stoppbefehl geben, möchte ich stehen. Wie eine Eins, worauf du dich verlassen kannst. Raumüberwachung an Kommandant. Astroradar zeichnet 4 unbekannte Flugobjekte in gleichbleibendem Abstand. 146, 146, 146, konstant. Sie bleiben auf Distanz, aber Sie eskortieren uns. Terrestrischer Raumkreuzer Orion 8 ruft Chroma. Chroma, hören Sie uns. Sind Sie bereit, mit der Raumüberwachung auf Chroma zu sprechen? Ja. Hier spricht Commander McLean auf Orion 8. Ich rufe die Raumüberwachung Chroma. Ich rufe die 4 Raumschiffe, die uns eskortieren. Ich komme in friedlicher Absicht. Wir nähern uns Chroma auf den Koordinaten 10 BL 25. Wir haben 2 Ihrer Wissenschaftler an Bord. Wir bringen sie wohlbehalten zurück. Achtung, Chroma, hier spricht einer Ihrer Leute. Hier spricht Wahland von der Abteilung 9. Ich rufe Außenbasis Tor 4. Tor 4, können Sie mich hören? Hier spricht Chroma, Außenbasis Tor 4. Wir rufen das terrestrische Raumschiff. Gehen Sie auf Koordinaten 11 BL 04. Gehen Sie auf Koordinaten 11 BL 04 und kreisen Sie in Distanz 4000. Ende. Chroma an Orion 8. Sie sind zur Landung auf Basis 10 freigegeben. Gehen Sie nach der 4. Umkreisung auf Endgeschwindigkeit und Distanz 1000. Orion 8 ruft Chroma. Frage. Erfolgt Landung automatisch in einem Landeschacht? Wenn ja, erbitten Programmierungsdaten für automatische Landung. Na, was soll denn das? Denken die vielleicht, ich kann den Kahn von Hand in den Schacht setzen? 4. Umkreisung beendet.
Orion 8 an Chroma. Geh auf Landegeschwindigkeit und Distanz 1000. Schaut euch das an. Ein Garten Eden. Seht ihr irgendwas von einem Empfangskomitee? Hast du einen Staatsakt erwartet? Fertig zur Landung, Hasso. Fertig zur Landung. So, da wären wir. Hasso, schau dir das an. Wiesen und Wälder, die haben genauso ihre Naturschutzgebiete wie wir. Verstehe ich nur nicht, warum Sie das als Landebasis verwenden. Ob die Landekoordinaten falsch waren? Cliffy, sollen wir uns draußen mal ein bisschen Ihr bleibt gefälligst an Bord. Chroma-Sicherungsleitstelle an Orion 8. Hören Sie uns? Orion hört. Commander McLean, verfügen Sie über eine Lancet? Wir haben 4 Lancets. Begeben Sie sich mit den beiden von Ihnen mitgebrachten Wissenschaftlern in eine Lancet und steuern Sie die Landekoordinaten 11BN05 an. Aber nur Sie mit den beiden Wissenschaftlern. Cliff, die hat ja ein bezauberndes Stimmchen. Kann man von der kein Visiobild bekommen? Was ist 11BN05? Sie werden dort erwartet. Für Ihre übrigen Besatzungsmitglieder gilt, bleiben Sie an Bord oder bewegen Sie sich bis zu 200 Metern im Umkreis Ihres Schiffes. Das gesamte Landegelände ist elektromagnetisch abgeschirmt. Verstanden. Sind Koordinaten 11BN05 von Ihnen umgerechnet auf terrestrische Automatikprogrammierung? Jawohl. Starten Sie. Ich starte mit einem Ihrer Wissenschaftler. Der andere bleibt als Sicherheitsgarantie für meine Mannschaft vorläufig an Bord. Gut. Starten Sie. Mario, Lancet 1 fertig machen. Commander, wollen Sie wirklich allein? Was heißt, ich will? Die wollen. Wenn man nur wenigstens wüsste, wer Ihre Partner sind oder wie sie sind. Ich sitze jetzt schon über eine Stunde hier. Gefällt es Ihnen nicht bei uns? Doch, ich würde hier gerne mal Urlaub machen, nur... Nur? Wenn ich noch lange hier rumsitze, ohne mit Ihrer Regierung sprechen zu können, weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch mal Urlaub machen kann. Werden Sie nicht nervös. Rauchen Sie eine. Raumfahrer dürfen bei uns schon seit über 50 Jahren nicht mehr rauchen. Und das habt ihr euch gefallen lassen? Typisch Erde. Verbote, Bestimmungen, Kommandos. Ist bei euch eigentlich gar nichts verboten? Wenig. Dann geben Sie mir doch mein Sprechgerät wieder. Das gehört zu den wenigen. Die Leiterin vom Amt 4 hat gesagt, dass... Leiterin, Kommissarin, gibt's denn bei euch keine Männer? Doch, da drüben zum Beispiel. Wollen Sie damit sagen, dass die Männer auf Chroma nur Gärtner sein dürfen? Gärtner oder Techniker. Auch Wissenschaftler, Spezialisten. Auch Paradesoldaten. Wenn man eine Ehrenkompanie braucht. Ja, das haben wir Ihnen gelassen. Das ist harmlos. Außerdem können Sie natürlich wesentlich dazu beitragen, das Leben angenehm zu machen. Meine Damen, bringen Sie mir den armen Major nicht ganz durcheinander. Übrigens, er kann jetzt kommen. Bitte. Wer war das? Sie. Wer, Sie? Sie. Sie dürfen jetzt mit ihr sprechen. Mit wem zum Teufel? Ich will jetzt endlich den Boss sehen, den Obersten, versteht ihr, den Chef? Sie wollten mit mir sprechen, Commander McLean? Was denn? Sie sind Ich bin, wie Sie es nennen, der Chef. der Oberste. Für die Angelegenheit, in der Sie hergekommen sind, ja. Hören Sie zu. Die Angelegenheit, wie Sie es bezeichnen, ist für Chroma und für die Erde von existenzieller Wichtigkeit. Um Dinge von existenzieller Wichtigkeit kümmern sich hierzulande die Frauen. An den Gedanken müssen Sie sich gewöhnen. Mir ist durchaus nicht nach Witzen zumute. Mir auch nicht. Auf Chroma bestimmen die Frauen, was geschieht? Das ist unglaublich. Wir machen ganz gute Erfahrungen damit. Möglich, bisher vielleicht.
Aber seit Sie auf die Idee gekommen sind, die Sonne künstlich anzuheizen... Das war eine Idee unserer Wissenschaftler. Wenn wir Rechner und Tüftler brauchen, sind wir auf Männer angewiesen. Nur in puncto Vernunft halten wir nicht allzu viel von ihnen. Na herrlich, dann appelliere ich an Ihre weibliche Vernunft. Stellen Sie die Versuche mit der Sonne ein. Wir betreiben diese Versuche nicht zum Spaß, Major McLean. Wir haben festgestellt, dass wir mehr Sonnenenergie brauchen, wenn wir hier auf die Dauer unsere Lebensbedingungen erhalten wollen. Und das wollen wir, Major McLean. Wir auch. Sehen Sie, Ihre Erde hat 2 furchtbare galaktische Kriege geführt, nur um der Macht willen. Daraus haben wir gelernt, wir wollen keine Macht. Wir wollen eine friedliche Welt, ohne Ehrgeiz, das All zu erobern, ohne kolonisatorische Absichten. Eine Welt ohne Hyperspace-Flotten und Generäle. Aber auf unsere Kosten. Ihr verdorren, wenn ihr eure Versuche nicht stoppt. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe wissenschaftliche Beweise. Die werden geprüft werden. Aber wann? Es eilt! Soll das eine Drohung sein? Die Situation auf der Erde treibt katastrophalen Zuständen entgegen. Sie wollen mir also die Alternative einreden, dass entweder Ihre Welt verbrennt oder unsere Welt erfriert. Ich könnte jetzt bösartig sein und fragen, was ist besser? Dass eine friedliche Welt weiter besteht oder eine kriegerische fortlebt, die im Laufe ihrer Geschichte millionenfach bewiesen hat, dass sie ohne Kriege nicht auskommen kann. Aber Sie selbst stammen doch von dieser Welt ab. Diese Weiberkolonie, die Sie Ihre Welt nennen, ist doch keine 500 Jahre alt. Außerdem ist sie ein Kind unserer Erde. Ein Kind böser Eltern hat nur die Chance zu gedeihen, wenn es sich unabhängig von diesen Eltern entwickelt. Aber das sind doch Phrasen. Bei uns treten unendliche Katastrophen ein. Gletscher schmelzen ab, Staudämme brechen, das Land versteppt, Epidemien brechen aus. Und da setzen Sie hier in Ihrem Zierpflanzenkäfig und stellen philosophische Betrachtungen an über Wert oder Unwert unserer Erde. Woher nehmen Sie eigentlich diese beispiellose Arroganz? Diesen Ton bin ich von einem Mann nicht gewöhnt. Leider. Ihre Gärtner und Geologen halten wahrscheinlich das Maul, wenn sie anderer Meinung sind. Sie warten! Jetzt sehe ich und Sie hören sich an, was ich über diesen Amazonenzirkus hier denke. Hinterher können Sie mich dann meinetwegen in Ihre Gartenzwerg-Strafkompanie stecken. Bitte? Reden Sie, Major McLean. Leihen Sie uns Ihr reizendes Ohr, Leutnant. Ich habe hier eine verschlüsselte GSD-Meldung, mit der normale Sterbliche nichts anzufangen wissen. Seit wann empfangen Sie den Code? Seit 2 Minuten. Aber seien Sie vorsichtig. Ich habe Stunden gebraucht, bis ich die Frequenz einigermaßen klar gekitzelt hatte. Hier Orion 8, Leutnant Jagelowsk. Beta X 2784, 198 Gamma X, Chroma 84, 37, 411 56, 194 Beta X. Verstanden, Ende. Jetzt wird's ernst. Es scheint eine neue Katastrophe passiert zu sein, eine Flutwelle oder sowas. Sie leiten den Präventivschlag ein. Und wann? In 6 Stunden irdischer Zeit. Das heißt, Das ist doch wie du scheiß Planeten in absehbarer Zeit klingelt. Wir müssen hier weg. Und McLean, wenn wir nicht erreichen? Kommt gar nicht in Frage. Ich hau hier nicht ab ohne Cliff. Wir könnten noch nicht mal mit ihm abhauen, solange wir in dieser Magnetlocke sitzen. Und ein Alarmstart mit Fluchtgeschwindigkeit? Ja, wäre möglich. Obwohl natürlich das Risiko besteht, dass unsere gute Orion... Aber da wäre doch zumindest eine Chance. Wo steckt eigentlich der Chroma-Mann? Schläft. Wieso? Na, weil ich mich frage, ob der nicht auch noch was anderes tun könnte als schlafen. Na, wie verstehe ich denn das? Hm? Ich werde mit ihm reden. Was zu trinken? Ja. Major? Danke. Madame, es fällt mir sonst leichter, einen Anfang zu finden, aber... Vielleicht schreien Sie wieder ein bisschen. Was ist das eigentlich für eine Sonne, die da untergeht? Wir nennen sie Xun 1, aber sie nützt uns bald nichts mehr. Sie erkaltet rapide, deshalb die Versuche. Ja, und deshalb bin ich hier. Ja. Kein erfreulicher Anlass. Leider. Es ist schön auf Chroma. Im Amazonenzirkus? Ja. Penthesilea.
Für einen Offizier sind Sie reichlich gebildet. Sie kennen sich aus in präatomare Literatur. Naja, die paar Bruchstücke, die man noch so kennt. Penthesilea, das war doch die Königin, die ihren Geliebten tötete. Ja. Und damit sich selber. Die Gesteinsproben sind seit 3 Stunden im Labor. Wenn meine Leute zum gleichen Ergebnis kommen wie Ihre, dann So werde heißt ich... das vorläufig nur, dass der N-Planetoidengürtel solare Materie enthält. Ob sich daraus tatsächlich Energie gewinnen lässt, diese Untersuchung dauert Wochen. An dem Tag, an dem ich das sicher weiß, stelle ich die Sonnenversuche ein. Aber dann ist es zu spät. Wollen Sie mir ein Ultimatum stellen? Sagen Sie, Oberst SFA, dass Sie ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung Major McLean in den Raum geschickt haben? Ja. Was würden Sie tun, Villa, wenn ich dasselbe mit Ihnen täte? Wenn Sie mich in den Raum schicken Blödsinn! würden, dann... Aber wenn ich Beamte von Ihnen hochschicken würde, wenn ich Ihren besten Mann hochschicken würde, Villa, würden Sie sich das gefallen lassen? Ich würde Sie vielleicht fragen, was für Gründe Sie gehabt hätten. Also bitte, ich frage. Und ich frage Sie gleichzeitig, ob Sie verantworten können, was Sie da getan haben. Commander McLean ist auf eigenen Wunsch nach Chroma geflogen. Ich habe ihm lediglich die Starterlaubnis besorgt. Und was soll diese verdammte Geheimnistuerei? Auch dafür hatte ich meine Gründe. Sie wissen vielleicht... Nichts weiß ich, das ist es ja. Ich denke, McLean ist in Urlaub und erfahre so ganz nebenbei, dass die Orion auf Chroma ist. Und Sie wissen doch, Villa, was in Kürze mit Chroma passiert. Ja. Das kann ich wohl nicht mehr verhindern. Und McLean geht mit in die Luft. Das können Sie auch nicht verhindern, was? Ich habe das Bevorstehen des Präventivschlages im Beta-X-Code in den Wellenbereich von Chroma funken lassen. Leutnant Jagelowsk versteht diesen Code. McLean ist also gewarnt. Und wenn Sie ihn festhalten? Wenn er verhaftet ist? Das war sein Risiko. Sagen Sie, McLean, sind Sie zu diesem Gespräch überhaupt ermächtigt? Nicht offiziell, ich... Also gar nicht. Nein, eigentlich gar nicht. Im Grunde genommen sind Sie auf eigene Faust gekommen? Ja. Warum? Darüber möchte ich keine Auskunft geben. Warum ist nicht einer Ihrer Politiker oder Generäle gekommen? Wir... Für eine offizielle Vertretung sind wir der Erde wohl nicht gut genug. Und ich bin Ihnen wohl nicht gut genug. Doch, McLean, doch. Ich werde mich bemühen, Ihnen den Aufenthalt auf Chroma so angenehm wie möglich zu machen. Dann fangen Sie gleich damit an. Stellen Sie die Versuche mit der Sonne ein. Sie wiederholen sich, McLean. Können Sie die Versuche nicht wenigstens für die Dauer der Gesteinsuntersuchungen unterbrechen? An diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht, Sie Schlaumeier. Aber meine Leute sagen, dass uns eine Einstellung um Jahre zurückwirkt. Ach, was bedeuten denn Jahre? Es geht... Was? Hören Sie? Was ist? Eine Nachtigall. Bei euch auf der Erde sind die sicher längst ausgestorben. Man wird sie doch dort sofort verhaften. Damit rechne ich. Aber Verhaftete pflegen verhört zu werden. Und in diesem Verhör werde ich nicht eher Ruhe geben, bis man mich mit McLean sprechen lässt. Und dann? Er wird verstehen, warum ich versucht habe, ihn zu finden. Ach, und dann glauben Sie, wird er sich mit einer höflichen Verbeugung verabschieden können, mit Ihnen an Bord zurückkehren und versuchen, mit Alarmstart von ihr abzuhauen, ja? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Aber bitte, Sie können natürlich auch sofort einen Start versuchen ohne McLean. Und ohne mich. Wie edel, mir kommen die Tränen. Aber eine dumme Frage hätte ich noch an Sie. Glauben Sie, dass man Sie unbehelligt starten lässt? Ihr Landsitz zerplatzt bereits mit Sicherheit an der Magnetglocke. Aber doch nicht, wenn ich den Chroma-Mann mitnehme. Darauf wird man ebenso wenig Rücksicht nehmen wie Kublai Krim auf uns, wenn er ein paar Stunden Chroma eliminiert. Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie also nichts tun und hier rumsitzen und warten, dass ein Wunder geschieht. Darf ich jetzt auch mal dumm fragen? Was hindert Sie eigentlich daran, sofort einen Start mit der Orion zu versuchen, mit Fluchtgeschwindigkeit? Tja. Und was meinst du, Mario? Ich würde sagen Landsat 2. In 3 Minuten. Ich hole schnell den Chroma-Mann. Adhan, sage Ihnen inzwischen, wer an der Landsat sitzt und bitte Sie höflich, uns am Leben zu lassen. Einen Moment, soll das etwa heißen, dass Das Sie... soll heißen, dass wir versuchen wollen, Ihren Major loszueisen, wenn wir ihn finden. Denn wenn sich hier jemand in Gefahr begibt, dann sind das Hasso und ich. Mir kommen die Tränen. Trotzdem habe ich das Gefühl, als ob auf Chroma eine Frau mehr ausrichten kann als 2 Männer. Wie bitte? Schönes Gefühl. Und darf ich wissen, woher Ich Sie... habe mit unserem Gast gesprochen. Auf Chroma spielen die Frauen eine große Rolle. Eben. Da müssen Spezialisten ran. Sie bleiben hier. Das ist eine Alpha-Order. Ich fliege. Immer wenn Sie nicht mehr weiter wissen, erteilen Sie Alpha-Order. Aber bitte, wenn Sie glauben, Sie verstehen von Weibern mehr als ich mache die Landsat fertig. Adhan sagt Ihnen Bescheid. Achtung, Chroma. Orion 8 spricht zum Kommandanten der Sicherungsmannschaft. Es erfolgt in Kürze ein Landsat-Start.
Unterlassen Sie alle Maßnahmen, diesen Start zu gefährden. An Bord befindet sich einer Ihrer Leute. Chroma, haben Sie verstanden? Chroma-Sicherungsleitstelle an Orion 8. Jeder Landsetzstart ist Ihnen streng untersagt. Der Start findet in 2 Minuten statt. Unterlassen Sie alle Gegenmaßnahmen. Sie gefährden Ihren eigenen Mann. Lanze 2 fertig zum Abschuss. Die Automatik ist auf die Koordinaten 11 BN 05 programmiert. Lancer 2 bitte top. Treibstoff, Oxygen, Radio, Batterien. Top überprüft. Ich zünde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viel Glück! So. Raus ist sie erstmal. Fragt sich bloß, wo der Kerl sie hinführt. Also Mut hat sie jedenfalls. Das muss sie der Neid lassen. Ich hätte gewettet, sie knallen sie ab. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich jetzt einen großen Fehler. Ich sage Ihnen etwas, was ich Ihnen unter keinen Umständen sagen dürfte. Und warum sagen Sie es dann? Weil ich Vertrauen zu Ihnen habe. Also? Sämtliche Erdaußenbasen, von denen aus Chroma erreichbar ist, sind in permanenten Alarmzustand versetzt worden. Sobald auf der Erde noch irgendetwas passiert, was mit Ihren Sonnenversuchen zusammenhängt, erfolgt automatisch ein Präventivschlag gegen Chroma. Ihre Nachtigallen leben nicht mehr lange. Und Sie, McLean? Wird Ihre Regierung losschlagen, solange Sie hier sind? Sie überschätzen meine Bedeutung. Ich bin nur ein kleiner Raumkreuzerkommandant und mein Besuch hier ist mein persönliches Risiko. Ich werde Befehle geben, dass die Untersuchung der Gesteinsproben mit allen Mitteln beschleunigt wird. Trinken Sie noch was? Aber verstehen Sie denn nicht, Sie werden einen Lichtspruch zur Erde geben und Ihren Leuten Folgendes sagen. Die Regulierung der Protuberanzen kann nur von Chroma aus erfolgen. Was nützt der Erde ein Präventivschlag, wenn auf Chroma der Regulator vernichtet wird, durch den allein die Sonnenstrahlung wieder normalisiert werden kann? Stimmt das? Nicht ganz. Mein Gott, haben Sie Nerven. Ist Ihnen klar, dass Sie alles riskieren? Genau wie Sie. Frauen wie Sie gibt es bei uns nicht. Noch nicht. Und Männer wie Sie bei uns nicht mehr. Und das hier ist Ihr Regierungsgebäude? Ja. Waren Sie schon mal hier? Ja. Ich halte es für besser, wenn Ihre Leute annehmen, ich hätte sie mit Gewalt hierher geführt. Merkwürdig, die müssen doch wissen, dass wir kommen. Das scheint sie nicht zu stören. Wissen Sie, wo die Lichtspruchzentrale ist? Ja. Was ist denn? Wir haben Besuch bekommen. Was soll ich tun? Stellen Sie das Bild durch. Steht dieses Haus eigentlich nur aus Gängen? Wir sind gleich da. Tamara. Sehr interessant. Eines Ihrer Besatzungsmitglieder dringt mit Waffengewalt ins Regierungsgebäude ein. Was versprechen Sie sich davon, Major McLean? Ich habe doch keine Ahnung. Wer ist das? Leutnant Jaglows, mein Sicherheitsoffizier. Sie will wahrscheinlich Kontakt mit mir aufnehmen. Das kann nur bedeuten, dass... Was das bedeutet, werden wir sehr schnell wissen. Major McLean, ich muss Sie bis zur Klärung dieses Zwischenfalls in Haft nehmen.
Aber, Madame... Überlegen Sie sich inzwischen, was Sie Ihren Leuten auf der Erde mitteilen. Es gibt nur einen Lichtspruch, der jetzt die Dinge noch aufhalten kann. Dieser Lichtspruch heißt, Chroma stellt Sonnenversuche sofort ein. Festnehmen. Leutnant Jagelowski, hören Sie. Tamara. Nichts mehr. Man wird sie verhaftet haben. Soweit wäre alles nach Plan gegangen. So weit, ganz recht. Und was ist jetzt? Wir wissen nicht, wo McLean ist, wir wissen nicht, wo Tamara ist. Wir wissen nur, dass dieser zauberhafte Stern in Kürze in die Luft fliegt. Leutnant Jagelowski, meinen Glückwunsch, das haben Sie ja sauber hingekriegt. McLean, ich habe ein Beta X bekommen. Die Aktion läuft. Wir müssen sofort hier raus. Also gehen wir. Darf ich um Ihren Arm bitten? Ja, verstehen Sie nicht? Chroma wird eliminiert. Na und, kann ich es vielleicht verhindern? Haben Sie mit der Frau gesprochen? Was dachten Sie denn, was ich mit ihr habe? Und? Sie hat mir erklärt, was eine Nachtigall ist. Sie haben mit ihr geflirtet? Ich habe ihr sogar gesagt, was mit Chroma geschieht, wenn die Versuche nicht sofort eingestellt werden. Ist sie hübsch? Ob sie was ist? Ich habe gefragt, ob sie hübsch ist. Ich wusste gar nicht, dass Sie Humor haben. Wir können jeden Augenblick hochgehen und Sie interessieren sich dafür... Vielleicht bin ich eifersüchtig. Was heißt das? Sie verstehen doch sonst so schnell. Ich glaube, Sie haben gelitten. Ja, das habe ich. Ziemlich oft sogar. Cliffs ist aus mit uns. So, jetzt bin ich beruhigt. Beruhigt? Ja, Sie küssen auch nur recht mittelmäßig. Trotzdem tut's mir leid, dass wir uns so oft gestritten haben. Ja. Schade um die schöne Zeit. Ich sehe, Sie haben sich die Zeit angenehm vertrieben. Wenn Sie schon aus purem Hochmut Ihren Planeten mit uns und sich selbst hochgehen lassen, dann unterdrücken Sie doch wenigstens Ihren billigen Zynismus. Sie Größenwahnsinnige... Sprechen Sie sich ruhig aus. Ach. Warum regen Sie sich eigentlich so auf, Major McLean? Sie leben doch noch. Noch. Aber das ist ein Zufall. Oder ein Versehen. Leutnant Jagelowski ist hier eingedrungen, um mir mitzuteilen, dass der Präventivschlag gegen Chroma unmittelbar bevorsteht. Und jetzt eigentlich schon stattgefunden haben müsste. Die Informationen Ihres Sicherheitsoffiziers sind nicht mehr aktuell, Major. Die Sonnenversuche sind eingestellt. Ein entsprechender Lichtspruch ist an die Erde ergangen und von dort bestätigt worden. Ist das wahr? Warum sollte ich Sie belügen? Und warum haben Sie sich plötzlich anders entschieden? Mir war sofort klar, dass von der Erde eine Aktion zu erwarten ist, nachdem Sie mir gesagt hatten, welche Folgen unsere Versuche für Sie haben. Und halten Sie mich nicht für so naiv, dass ich nicht gemerkt hätte, unter welchem Zeitdruck Ihre Mission stand. Aber warum haben Sie es dann buchstäblich bis auf die letzten Minuten ankommen lassen? Weil ich mich geweigert habe zu glauben, dass Ihre Generäle losschlagen würden, solange Sie und Ihre Besatzung auf Chroma sind. Ich habe mich getäuscht. Es hat sich auf der Erde nichts geändert in den letzten 500 Jahren. Uns bleibt wirklich nur nachzugeben und auf das Ergebnis der Analysen zu hoffen. Heißt das, dass wir zurückkehren dürfen? Die Orion darf zurückkehren. Und ihre Besatzung. Ich danke Ihnen. Ich werde meinen Aufenthalt auf Chroma in angenehmster Erinnerung behalten. Das hoffe ich. Er fängt jetzt erst an. Wie darf ich das verstehen? Zwischen der Erde und Chroma werden langwierige Verhandlungen stattfinden. Ich werde Ihre Regierung bitten, Sie für die Dauer der Verhandlungen auf Chroma zu stationieren. Als Verbindungsoffizier. Das... Zwar ist sich Ihre Erde zu gut für offizielle diplomatische Beziehungen zu uns, aber auch inoffizielle Kontakte verbessern das Klima. Aber was soll ich denn tun? Oh, es gibt für einen Mann von Ihren Fähigkeiten her sehr viel zu tun.
Beratung, Schulung, Offizierslehrgänge, die ich Sie bitten werde, abzuhalten und so weiter. Vielleicht haben wir es auf Chroma mit der Betonung des weiblichen Einflusses ein bisschen übertrieben. Männer wie Sie, McLean, könnten vielleicht die Einseitigkeit dieser Entwicklung ein wenig korrigieren. Und was haben die im ORB gesagt? Gesagt wenig, sie haben gelacht, genau wie wir. McLean da oben, das ist... Ich finde das gar nicht so furchtbar komisch. Wer weiß, was die da oben mit McLean machen. Na, was werden sie schon machen? Was schätzen Sie, General? Wie lange werden sich die Verhandlungen hinziehen? Das kommt nicht zuletzt auf McLean an, wie lange er es da oben aushält. Sie waren doch bei dem Gespräch dabei, Leutnant. Was war Ihr Eindruck? Liebt sie ihn? Ich verstehe leider nicht sehr viel von der Psychologie reiferer Damen. Nun, es wird auf Chroma ja auch Jüngere geben. Eins verstehe ich. Sie hätte sich doch die gesamte Mannschaft ansehen müssen, bevor sie ihre Wahl für einen Verbindungsoffizier traf. Du meinst, dann säßest du jetzt auf Chroma? Wer sonst?